Hallo liebe Freunde von Sei Schlau und Ciao. Und zwar heute haben wir hier eine AEG Wasch-Trocknen-Kombigerät. Und zwar hier haben wir genau das Modell L87695NWD. Und zwar diese Reparatur betrifft auch alle vielen gängigen AEG-Waschmaschinen. Und zwar haben wir hier das Problem, dass das Gerät nicht mehr aufheizt. Und wie wir das Ganze beheben, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, ziemlich sicher wird bei diesem Gerät die Heizung defekt sein und die Heizung, die befindet sich hinterhalb dieser Abdeckung. So, das Ganze werden wir jetzt erstens mal öffnen und dazu entfernen wir das Gerät immer vom Strom. Und wenn bei euch die Maschine noch angeschlossen sein sollte, entfernen wir auch den Wasser- und Abwasser, damit nichts passieren kann. Ja, jetzt haben wir hinterhalb hier diese Simner Steckschlüssel. Und bei verschiedenen Modellen kann es auch ein Kreuzschraubendreher sein. Und ja, wir öffnen jetzt hinterhalb erstens mal die gesamte Abdeckung. Ja, wenn wir hier jetzt alle Schrauben entfernt haben, dann kann man das Ganze etwas nach unten drücken und das Ganze hier mit diesen Kleppnäschen hier ausfädeln. Ja, hier kann man es gut sehen, hier die ganzen Näschen rundherum. Ja, und hier hinterhalb haben wir dann auch schon unsere sogenannte Heizung. Diese Heizung, diese können wir jetzt erstens auch mal mit einem Multimeter durchmessen. Und ja, das werden wir jetzt auch mal kurz machen. Dazu lösen wir hier einmal das Nullleitungskabel. Dann haben wir hier die Faser. Und zu guter Letzt haben wir hier die Erdung. Auch hier haben wir auch noch einen Thermostat und diesen klipsen wir auch aus, sofern wir die Heizung tauschen müssen. Ja, jetzt wo wir alles hier abgeklemmt haben, nehmen wir hier so ein Multimessgerät her. Man kann das Ganze jetzt auf Durchgang prüfen, indem wir hier auf diese Stellung gehen und dann hier auf den Nullleiter und auf den Pluspol hier drauf gehen. Dann sollte es wie jetzt einen Durchgang haben. Dann sollte es piepsen. So, das werden wir jetzt hier machen. Und wir können schon feststellen, wir haben hier keinen Durchgang. Es könnte jetzt auch sein bei euch, wenn die Heizung nicht heizt und auch der FI fliegt, dann könnte es auch so sein, dass ihr zwar hier einen Durchgang habt, aber der Isolationswert nicht gegeben ist und dann fliegt bei euch die FI-Sicherung. Das hatten wir schon mal bei einem anderen Backofen, also bei einer Reparaturanleitung von einem Backofen. Und ja, aber hier in diesem Falle haben wir überhaupt keine Reaktion, wir haben auch keinen Ohmwert, wir haben hier gar nichts und darum werden wir hier diese Heizung jetzt mal tauschen. Dazu öffnen wir hier die 10er Schraube, die wir hier haben, und dann können wir das Ganze auch hier schon auf dem Gewinde draufdrücken und dann kann man hier den Heizstab nach hinten rausziehen. Ja, nachdem ich hier oben etwas drauf gedrückt habe, können wir hier mit einer Rohrzange oder so das Ganze leicht in Bewegung halten und nach hinten weg rausziehen. Kann etwas schwergehend gehen, aber das Ganze muss raus. Jawohl, hier haben wir die gute Heizung. Und die sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Man kann hier schon alles Kalk feststellen und ja, die wird hier irgendwo durchgebrannt sein. Und ja, wir werden das Ganze jetzt tauschen. Wir werden dann auch hier zugleich alles sauber machen hier im Heizstabinneren. Man kann es schon sehen,
Wir werden das Ganze jetzt so gut es geht alles raussaugen, damit auch die Wäsche keinen Schmutz danach abbekommt. Ja, ich werde das jetzt sauber machen und dann zeige ich euch gleich, wie wir eine neue Heizung wieder einbauen. Ja, und zwar haben wir jetzt hier die neue Heizung und hier können wir das ganze Spiel jetzt neu mal demonstrieren, indem wir hier diese zwei Anschlusspunkte, und wir können schon hören, unser Messgerät pfeift und hier pfeift es nicht. Ja, und wir können hier auch überprüfen, das Ganze sollte um die 30 Ohm haben und hier haben wir 27, 29, 27,3 Ohm. Ja, und das haben wir auch hier, haben wir gar nichts. Ja, somit ist die Heizung definitiv defekt. Ja, beim Einbau würde ich euch empfehlen, hier diese Dichtung mit etwas Fett zu fetten, damit das Ganze dann auch einfach und leicht hineingeht. Ja, wenn wir hier alles schön leicht eingefettet haben, dann führen wir, auch hier unten haben wir alles wieder schön sauber gemacht, so gut es ging, dann führen wir das Ganze wieder schön langsam mittig hinein, bis wir hier ganz am Gehäuse wieder auflegen. Danach drehen wir die Schraube an, damit sich die Dichtung hinterhalb wieder schön zusammendrückt. Das Ganze ziehen wir ordentlich fest. Wenn wir jetzt hier alles schön ordentlich festgeschraubt haben, dann beginnen wir wieder mit dem Erdungskabel. Dann haben wir hier links den Nullleiter. Dann haben wir hier auch den Sensorstecker wieder. Und dann haben wir hier auch die Phase. Ja, und das Ganze sollte somit auch jetzt schon wieder funktionieren. Wir werden das Ganze jetzt auch gleich testen. Ja, übrigens, solche Heizung bekommt ihr im eBay neu so für 13,99 €. Auch ihr bekommt sie zwischen dem Preis und zwischen 30 € könnt ihr solch eine Heizung erhalten. Ja, und zwar haben wir jetzt hier ein 95 Grad Programm gestartet, Kurzprogramm. Und ja, jetzt wo das ganze Wasser eingelaufen ist, werden wir hier hinterhalb einmal überprüfen, ob hier bei der Heizung irgendwelche Feuchtigkeitsaustritte oder sowas entsteht, wenn das Ganze zum Beispiel nicht schön abdichten würde. In unserem Fall sieht das Ganze jetzt super und toll aus. Und ja, sobald das Waschprogramm fertig ist, beziehungsweise wir gemerkt haben, das Wasser wird warm, dann können wir die Maschine wieder abschalten, vom Strom trennen und dann werden wir auch noch die Rückwand wieder montieren. Ja, liebe Freunde von Sei Schlau und Ciao, und zwar wir werden jetzt hier das Gerät abpumpen und schauen. Jawohl, und wir können schon feststellen, dass wir hier ordentlich Dampf haben, sprich unser Gerät heizt, wascht, funktioniert einwandfrei. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn euch das Video geholfen hat, dass ihr mir ein Like oder ein Abo da lässt, damit ich weitere solche Technikvideos für euch erstellen kann. Ja, jetzt zum Schluss werde ich das Ganze wieder zusammenbauen. Jetzt, wo das ganze Wasser wieder heraus ist, schalten wir die Maschine aus und ziehen den Netzstecker wieder und werden dann die Rückwand wieder montieren. Ja, und dazu empfiehlt es sich wieder wie immer von oben nach unten die Abdeckung mit den Näschen eindrücken und dann sollte das Ganze auch schon wieder halten. Ja, dann nehmen wir hier wieder die Schrauben und beschrauben das Ganze wieder fest. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo da lässt. Ja, wir werden uns sehen beim nächsten Video.